Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir gucken uns den Quickblick in den Juli an und wir machen das jetzt fürs Kollektiv. Du kannst diese Woche oder im Laufe der Tage noch den Quickblick für den Juli für dein Element abholen. Dann kannst du noch ein bisschen speziellere Infos kriegen. Das hier ist für uns alle, also fürs Kollektiv, und ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Was sind so die zentralen Themen? Was betrifft uns? Was kommt auf uns zu? Hier sind mir gleich 4 Stück rausgefallen. Die sind schon mal recht schön. Hier geht es nämlich um dein Umfeld, um den häuslichen Bereich. Möglicherweise macht der ein oder andere eine kleine Reise. Es gibt schöne Momente, die unter einem guten Stern stehen. Möglicherweise hast du hier Themen, die haben mit einem Umzug zu tun, mit einer Veränderung am häuslichen Bereich, wo du die Wahl hast. Ich sehe hier 2 Möglichkeiten, beide sehr gut. Deine Träume werden angezeigt. Es geht darum, Dinge zu visualisieren oder im Auge zu haben, die deinen Träumen entsprechen, die deine Sehnsüchte erfüllt, die dich weiterbringen, und zwar hier auf einem kurzen Weg. Hier scheint das Glück es auch ein bisschen gut mit uns zu meinen, denn wir haben hier tatsächlich das Kleeblatt mit dabei und hier kommen schon auch mal Dinge von außen, die uns wieder auf Fahrt bringen, die uns ein bisschen Glück vermitteln hier. Es geht darum, dass alle Dinge in deinem Umfeld unter einem guten Stern stehen. Es geht um Harmonie für dich, dein Umfeld, deine Familienthemen auch. Es geht um Vertragswechsel möglicherweise, ja. Du tauschst etwas aus, das mag jetzt im beruflichen Bereich sein oder auch im Umfeld, gegen etwas Neues und schlägst hier ein neues Kapitel auf, das dir sehr viel mehr Frieden bringt und auch leichtere Wege im Familienleben. Hier ist viel Bewegung drin, man nimmt Richtung auf, man sattelt sein Pferd und geht in diese Situationen rein, wo man Klarheit hat anstatt Nebel. Und möglicherweise zeigt sich, dass etwas, was du in der Vergangenheit gelernt hast, hier jetzt als gute Erkenntnis, um etwas umzusetzen. Also die Beziehungsdinge und alle Themen im häuslichen Bereich sind hier sehr schön. Die Möglichkeit besteht fürs Kollektiv, wieder in mehr Kraft zu kommen, zähe Situationen zu verlassen. Mit der Sonne haben wir hier auch Momente, wo etwas gut ausgeht. Hier speziell etwas, was du eventuell schon länger erhoffst oder erwartest. Und es könnte hier speziell im finanziellen Bereich sein. Ja? Also eine finanzielle Belohnung, eine Ernte, eine Situation, die finanziell vielleicht schwierig war oder aber auch, wo ihr länger gewartet habt, bis sich etwas tut. Also so diese Ernte, auf die man wartet, die dann sehr zäh sich gestaltet hat, könnte hier ausbezahlt werden. Für die einen oder anderen habe ich das auch beim Gegenüber. Das heißt, dass es vielleicht um die Finanzen A der Familie geht oder B speziell des Gegenübers. Was hier super ist, es geht ja hier sehr um das Umfeld, um die Familie. Falls ein Kind sich von dir ein bisschen distanziert hat, hast du hier die Möglichkeit, wieder Nähe zu finden. Beruflich kann es sein, dass man hier eventuell so ein bisschen Aufregung hat, Stress, viel Gerede, Situationen, wo man auch mit den Kollegen sich auseinandersetzt oder mit einem Vorgesetzten. Also es könnte anstrengend werden.
eine unruhige Energie schwingt da irgendwie mit. Und genau da ist jetzt eben der Punkt, man hat ja die Möglichkeiten, Verträge zu wechseln oder neue Verbindlichkeiten zu erschaffen. Ich sehe hier auch eine Person, die bringt ja im beruflichen Bereich eine gute Nachricht, eine Möglichkeit. Diese Nachricht liegt wie ein Geschenk für dich da. Kann hier auch speziell ein Auftrag sein bei den Selbstständigen, zum Beispiel jedenfalls etwas, was die berufliche Energie für dich zukünftig erleichtert oder leichter macht oder ja, wo du hier dich mehr im Frieden und der Harmonie fühlst mit dem neuen Kapitel, das du hier aufmachen könntest. Es ist so ein Thema dabei, da würde ich sagen, es gibt hier auch sehr viel schicksalshafte Nachrichten, in diesem Fall positiver Art. Die ermöglichen dir hier nämlich ein Kreuz abzulegen, das du im Leben trägst, das sich auch schon breit gedrückt hat. Ein Glaubenssatz, irgendetwas, was man dir in die Wiege gelegt hat. Und hier kommt so eine gute Botschaft, ne? Du kannst ja dein Schwert niederlegen, irgendetwas wird leichter für dich und fühlt sich sicherer und stabiler an in deinem Leben. Gib dir hier auch wieder die nötige Kraft zurück, mit Elan in den Alltag zu gehen, weiterzukommen. Für einige von uns zeigen sich Dinge, die können jetzt mit dem Bereich Liebe, Partnerschaft einhergehen. Die können aber auch an sich so alte Wunden schließen. Also man legt ein Kreuz ab. In allem, was dir am Herzen liegt, im beruflichen Bereich, in den Themen, wo etwas schwierig war, haben wir hier die Wenden drin, das Weiterkommen, die kurzen Wege, das kleine Glück, der Alltag, der hier sehr bezeichnend ist. Also hier werden sich Dinge so einschleichen, dass sie gut handelbar sind, ja. Dass man nicht den großen Berg vor sich hat oder diese Last, sondern dass man in kleinerem Bereich irgendwo eine Möglichkeit hat, einen Schuh auszuziehen, der einem drückt, ne? Veränderungen bei den Herzensangelegenheiten, die hier zu sehen sind, werden von außen angeschubst. Und ich habe hier, dass etwas wieder auf den Weg kommt, in die Veränderung geht, wo dich früher starke Zweifel geplagt haben, ob da überhaupt noch was möglich ist. Wichtig ist hier in dieser Legung, die Wege entstehen hier neu. Das heißt, du beendest im Juli ein Kapitel, das sich lange hingezogen hat und bist dann praktisch wieder an diesem Punkt 0. Da kannst du erneuern, aufwärts streben, auffüllen, etwas entstehen lassen. Natürlich sind dafür auch wieder Wege nötig. Wenn ein Kapitel abgeschlossen ist, fängt eben nun mal ein neues an. Man baut sich etwas erneut auf. Toll an der Legung ist, dass die Zweifel, die man hatte, nicht begründet sind, sondern dass sich da etwas auf den Weg macht, dass man Fahrt aufnimmt in Klarheit und Glück, könnte man sogar nennen. Und diese schicksalshaften Nachrichten, die hier liegen, die sind keinstenfalls negativ. Die sind Lichtbringer, die sind Kerze, die sind Wegweiser, die sind Aufatmen und Erleichterung. Es kann ja sehr prägnant um den beruflichen Bereich gehen oder auch um alle Themen, die du dir erarbeitet hast. Für die Selbstständigen hier ist es sehr gut möglich, dass sie einen neuen Auftrag kriegen oder jemand, der irgendwas mitbringt, das für Vermehrung sorgt praktisch. So, dann haben wir noch für den Juli, fühlen ist der Kern des Seins. Lebe die Kraft und die Schönheit deiner eigenen Sinnlichkeit und lass dich zärtlich liebkosen von guten Energien und wohliger Wärme. Das hatten wir hier oben. Es kommt so ein Aufatmen, man spürt es
dass man erleichtert ist und hat die positive, genesende Energie, aus der man raus auftankt. Und mit dem Eisenkraut unten haben wir noch, dass Seelenwünsche sich erfüllen. Das sieht man hier auch, ne? Mit dem Klee dran, mit dem Boot, mit den Sternen. Das ist schon sowas, was dich glücklich macht. Das kann hier im Umfeld sein. Das liegt ja hier sehr zentral im Beziehungsleben, aber auch im Beruf. Hier ist es wichtig, dass man auch wieder neue Visionen hat. Wo ein Weg endet, entsteht ein neuer. Und das ist schon mal sehr schön, finde ich. Guckt mal. Für den Juli haben wir hier gesegnete Veränderungen und auf die Plätze fertig los. Also die perfekte Zeit, der perfekte Augenblick. Hier auch nochmal die Herzens- oder Seelenwünsche. Du hast auf was gewartet, es hat sich nichts aufgetan. Und jetzt kommt eben dieser Segen und die Belohnung für dein Warten. Und es kann losgehen. Ja? Wunderbar. Als kleinen Tipp haben wir hier noch, erlaube dir zu empfangen. Ne? Hier darf man auch mal abgeben, hier darf man das Gute genießen und das auch mit vollen Händen zu nehmen, was andere einem für Impulse geben, ohne dass man sich entschuldigt oder sagt, ach, das hat doch jetzt nicht sein müssen oder so. Da geht es drum. An sich auch wieder darum zu glauben, dass man etwas bekommt vom Leben. Und der Engel der Freundschaft ist mir hier noch rausgefallen. Ein guter, verlässlicher Freund an deiner Seite ist ein kostbares Geschenk, mit dem man sorgsam und liebevoll umgehen sollte. Durch aufrichtiges Interesse, respektvollen Umgang und Zeit, die man miteinander verbringt, können Freundschaften beständig gepflegt werden. Die Liebe und Zuneigung, die du dabei verschenkst, wird dir zurückgeben und bereichert dein Leben und das deiner Freunde. Also hier auch nochmal speziell das Umfeld, das einen trägt. Die Botschaft eines Engels, Freundschaften im Leben zu pflegen, bedeutet, in Liebe zu leben. Okay, ihr Lieben, das war's. Denkt dran an euer eigenes Reading oder praktisch an die Elemente. Da verfeinert sich das nochmal im Laufe der Woche. Ich stelle es als Playlist ein, dann kannst du vielleicht auch für andere gucken oder für deinen Aszendenten. Jetzt drücke ich euch und bis bald.